Der Karpbüffel, der unantastbare Riese der Savanne. Es dämmert über den südafrikanischen Graslandschaften. Die ersten Sonnenstrahlen haben den Nachttau noch nicht getrocknet, als der Boden zu beben beginnt. In der Ferne steigt eine Staubwolke auf, die die Ankunft eines der mächtigsten Tiere der Region ankündigt. Es ist kein Löwe und auch kein Elefant. Es ist der Karpbüffel, der größte und gefährlichste Büffel Afrikas. Sie ziehen in Herden, langsam, aber kraftvoll. Hunderte von Tieren bilden eine schwarze, kompakte Masse, die sich unermüdlich fortbewegt, wie ein stiller Sturm, der das Land verwüstet. Ihre gebogenen Hörner, die in der Mitte zu einem natürlichen Helm zusammenwachsen, sind das unverwechselbare Symbol dieser Tierart. Kaffernbüffel brüllen nicht und jagen nicht, aber sie sind selbst für die wildesten Raubtiere Afrikas ein Albtraum. Nichts ist gefährlicher als ein wütender Büffel. Der Karpbüffel, auch bekannt als südlicher Waldbüffel, ist die größte und wildeste Art der afrikanischen Büffel. Er kann bis zu 900 Kilogramm wiegen, über 3 Meter lang sein und so groß wie ein erwachsener Mensch. Mit ihren kleinen Augen, ihrem dichten schwarzen Fell und ihrem Körper, der so massiv ist wie eine bewegliche Mauer, sind sie wahrhaft beeindruckende Tiere. Das auffälligste Merkmal sind ihre riesigen, bis zu 1 Meter langen Hörner, die nach außen gebogen sind und an der Stirn zusammenwachsen, wodurch sie einen dicken Schild bilden, der als Buckel bekannt ist. Diese Hörner sind nicht nur Waffen, sondern auch eine biologische Rüstung, die ihnen hilft, sich gegen Raubtiere zu verteidigen und Kämpfe innerhalb der Herde auszutragen. Obwohl sie Pflanzenfresser sind, haben Karpbüffel ein äußerst unberechenbares Temperament. Normalerweise sind sie friedlich und grasen ruhig. Wenn sie sich jedoch bedroht fühlen, reagieren sie mit unaufhaltsamer Wut. Ein einziger Stoß eines Karpbüffels kann einem Löwen die Knochen brechen, und wenn sie gejagt werden, überleben nur wenige Raubtiere, um zurückzukehren. Kaffernbüffel leben in Herden, die mehrere hundert Tiere umfassen können, eine effektive Überlebensstrategie in der gefährlichen Wildnis. Große Herden bestehen aus Weibchen und Jungtieren, während erwachsene Männchen meist kleine Gruppen bilden oder alleine leben. Jede Herde hat eine strenge Hierarchie, angeführt von erfahrenen Weibchen, die die besten Wege zu Wasserquellen und guten Weideflächen kennen und Gefahren schon von weitem erkennen können.
Wenn sie sich bedroht fühlen, versammelt sich die Herde zu einem Verteidigungskreis mit den Jungtieren in der Mitte und den größeren Tieren außen, deren Hörner wie Speere nach außen zeigen. Kaffernbüffel zeichnen sich besonders durch ihr außergewöhnliches Gedächtnis aus. Sie können sich an diejenigen erinnern, die sie angegriffen haben, inklusive Menschen, und sind bereit, ihnen aufzulauern und sich zu rächen. Viele Jäger haben ihr Leben verloren, weil sie die Intelligenz dieser scheinbar langsamen Tiere unterschätzt haben. Es ist später Nachmittag in den Ebenen der Serengeti, wo die Sonne ihre letzten Strahlen auf das goldene Gras wirft, das sich bis zum Horizont erstreckt. Eine sanfte Brise trägt den Geruch von Staub und Schweiß mit sich und streicht über die Mähnen der voranschreitenden Wildbüffel. Eine Herde von mehr als 50 Kappbüffeln bewegt sich lautlos auf die letzte Wasserstelle zu, wo Leben und Tod nur einen Atemzug voneinander trennen. In der Ferne warteten die Löwen schon seit langer Zeit. Sechs Weibchen lagen versteckt im hohen Gras, ihre Körper verschmolzen mit dem Boden wie Schatten. Sie blinzelten nicht, ihre Nasen bewegten sich nervös. Der Abendwind wehte zu ihren Gunsten. Perfekt. Sie wussten, dass heute der Tag war. Die Büffel bemerkten nichts Ungewöhnliches. Die Erwachsenen gingen aufmerksam voran. Doch in der Mitte der Herde befand sich ein junger Büffel. Kleiner, schwächer und langsamer. Er war ein paar Meter zurückgeblieben, da er gerade erst gelernt hatte, auf dem schlammigen Boden nach dem Regen des Vortages sicher zu stehen. Die Löwen ziehen sich zufrieden an den Rand zurück. Ein Teil ihrer Mahlzeit ist gesichert. Ihre goldenen Mähnen glänzen im Licht der untergehenden Sonne. Der Büffel bleibt regungslos liegen. Er brüllt nicht, er rennt nicht weg. Sie betrachten schweigend den regungslosen Körper.
Die Büffelmutter nähert sich und leckt die Wange ihres Kalbes, als wolle es noch ein letztes Mal zum Leben erwecken. Aber die Savanne stand nicht still. Der Tod war hier nicht das Ende, sondern Teil eines endlosen Kreislaufs. Als die Nacht heranbricht, geht der Mond auf und Tau bedeckt den Körper des Kalbes. Die Herde setzt ihre Reise still, stolz und tief verletzt fort. Es dämmert über den Graslandschaften der Serengeti. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen den Boden in goldenes Licht, aber inmitten einer Lichtung, wo das Gras zertrampelt ist, befindet sich noch immer ein blutroter Fleck. Die Echos des gestrigen Jagdtages sind noch nicht verhallt. Der Geruch von Blut, der Geruch der Erde, der Geruch des Endes, alles bleibt im zertrampelten Gras zurück. Die Büffelkuh ist noch da. Sie brüllt nicht, sie dreht den Kopf nicht. Aber ihre Augen bleiben auf die Stelle gerichtet, an der ihr Kalb gefallen ist. Die anderen Büffel sind weitergegangen. Der Instinkt treibt sie dazu, wegzugehen, Gras zu suchen, tragen zu trinken. Aber für die Büffelkuh scheint die Zeit in diesem Moment stehen geblieben zu sein. Allein und still steht sie wie eine Steinstatue mitten auf dem Feld. Schließlich, ohne dass sie jemand ruft oder drängt, dreht sie sich um und geht weg. Ihre Schritte sind langsamer, aber sie geht weiter. Sie weiß, dass in der Natur kein Platz für Emotionen ist. Nur die Überlebenden können die Herde das nächste Mal schützen. Nach der Jagd veränderte sich die Kappbüffelherde. Die Weibchen waren vorsichtiger und ließen ihre Kälber nicht mehr zu weit von der Herde weg. Die jungen Männchen begannen sich an den Rand der Herde zu begeben. Anstatt den Weibchen die Verantwortung für den Schutz der Herde zu überlassen, dienten nun ihre Hörner nicht mehr nur zur Zierde. Sie waren immer kampfbereit. Jedes Mal, wenn sie in der Ferne den Schatten eines Löwen sahen, rannte die ganze Herde nicht weg, sondern hob den Kopf und brüllte einstimmig, als Warnung. Es gab keine Panik, nur Kühle, Präzision und Einheit. So lehrt es die Natur. Schmerz ist nicht dazu da, um zu fallen, sondern um stärker zu werden. Wenn die Sonne die Erde verbrennt, trennen sich die ausgewachsenen Bullen von der Herde, um die Kampfsaison zu beginnen.
Sie wandern nicht ziellos umher. Sie suchen nach Gelegenheiten und Gegnern. Ein trockenes, rissiges Stück Land mitten in der Savanne verwandelt sich plötzlich in eine Arena. Zwei Bullen, beide fast 1 Tonne schwer, stehen sich gegenüber. Es gibt kein Brüllen. Es gibt kein Blut. Nur ein dumpfes Geräusch von Schlägen und dann eine Kollision, die wie Donner klingt. Ihre Hörner, hart wie Stahl, prallen aufeinander und wirbeln eine Staubwolke auf. Jeder Angriff ist wie ein Erdbeben. Die Schwächeren werden gnadenlos eliminiert. Der Sieger behält nicht nur sein Revier, sondern erhält auch Zugang zu den Weibchen. In der Welt der Kappbüffel können nur die Stärksten ihre Gene weitergeben. So bewahrt die Natur die Stärke von Generation zu Generation. Wenn sich ein siegreiches Männchen der Herde der Weibchen nähert, sucht es nach denen, die das fortpflanzungsfähige Alter erreicht haben. Die Paarung findet mitten auf der Prärie statt, unter der sengenden Sonne der Trockenzeit. Manchmal begleitet vom Knurren der besiegten Männchen, die zurückkehren können, um den Sieger herauszufordern. Nach der Paarung sind die Weibchen fast 11 Monate lang trächtig und die Jungtiere werden am Ende der Regenzeit des folgenden Jahres geboren, wenn das Futter am reichsten ist. Dieser Zeitpunkt ist kein Zufall. Es ist eine perfekte Überlebensstrategie, die von der Natur programmiert ist. Die Jungtiere werden geboren, wenn sie die besten Überlebenschancen haben. Die Trockenzeit ist nicht nur hart, sondern auch wandernd. Die Graslandschaften trocknen gleichsam aus, was die Herde zu einer langen Reise zwingt. Sie ziehen in einer Reihe mit den Weibchen und Jungtieren in der Mitte und den Männchen an den Enden und bilden so einen lebenden Strom inmitten eines Meers von abgestorbenem Gras. Auf dem Weg bleiben viele der Alten und Schwachen zurück, erschöpft oder anderen Tieren zum Opfer fallend. Kälber, die nicht mithalten können, mögen vielleicht zurückbleiben. Das ist die harte Realität. Jeder Schritt der Wanderung ist eine natürliche Auslesung. Die Starken bleiben, die Schwachen scheiden aus. Aber was vor ihnen liegt, ist Leben. Es ist grünes Gras, Wasserstellen und vorübergehende Sicherheit. Und so zieht die Herde weiter, ohne Pause, ohne zu zögern. Denn jeder Tag, den sie laufen, ist ein weiterer Tag des Lebens.
Die Hitze des Tages senkt sich wie ein Feuerteppich auf den Boden der Serengeti-Ebene, die sich bis zum Horizont erstreckt. Die Herde Kappbüffel bewegt sich lautlos unter dem goldenen Schein der untergehenden Sonne. Über dem trockenen, verfilzten Gras. Jeder schwere Fußabdruck ist tief in den Boden eingeprägt, Zeugnis eines Lebens voller Ausdauer, Widerstandsfähigkeit und unerlässlichem Kampf gegen die Härte der Natur. Diese Herde umfasst fast 100 Tiere, eine organisierte, strategisch handelnde und bemerkenswert geschlossene Gruppe. In der Mitte der Herde befinden sich die Jungtiere, klein und zerbrechlich, umgeben von den Erwachsenen. Jeder Schritt der Herde ist ein Marsch ums Überleben. Aber aus der Ferne, zwischen dem hohen Gras und den vereinzelten Büschen, tauchen die Silhouetten von 6 Löwinnen wie stille Schatten auf. Sie liegen regungslos da, beobachten, warten. Ihre Bäuche sind eingefallen, ihre Augen sind im Sonnenlicht zusammengekniffen. Alle ihre Muskeln sind angespannt wie Seile, bereit, im richtigen Moment zuzuspringen. Seit mehr als 2 Stunden beobachten sie die Herde und endlich ist der Entfernung groß genug. Ihr Ziel ist ein junger Büffel, der zurückgeblieben ist. Er scheint zuvor verletzt worden zu sein, denn seine Schritte sind unsicher. In dieser Welt ist die kleinste Chance ein Todesurteil. Als die Sonne die Ränder der niedrigen Bäume berührt und lange Schatten auf den Boden wirft, erhebt sich die Anführerin. Es gibt kein Geräusch zu hören. Dann stürzte sie sich nach vorne. Die ganze Herde schoss aus dem Gras hervor, bildete einen Halbkreis und umzingelte die Herde von 3 Seiten. Der junge Büffel erschrak und stieß einen schwachen Schrei aus, wie das Rascheln eines Grashalms im Wind, und stolperte dann nach vorne. Einer der Löwen packte ihn fast sofort am Hinterbein und warf ihn zu Boden. Die anderen stürzten sich auf ihn. Es schien, als sei der Tod nur noch Sekunden entfernt. Doch dann bebte der Boden. Nicht durch den Ansturm der Löwen, sondern durch den Frontalzusammenstoß des führenden Büffels. Ein riesiger Bulle mit schwarzem Fell und Hörnern, die fast so groß waren wie ein menschlicher Kopf. Er stürmte mit seinem ganzen Gewicht nach vorne und rammte den Löwen, der das Kalb gefesselt hatte. Der Aufprall klang wie eine lautlose Explosion. Der Löwe wurde mehr als 3 Meter weit geschleudert, rollte durch den Sand und Staub und konnte nicht mehr aufstehen.
Die Herde drehte sich um keinen Würde wie auf Kommando, brüllte mit tiefen gutturalen Lauten, die in ihrer Brust widerhallten. Eine Büffelkuh, vermutlich die Mutter des Kalbs, stürmte mit unvorstellbarer Geschwindigkeit nach vorne, rammte den zweiten Löwen mit den Hörnern und trampelte dann in einem Fall von ungezügelter Wut mit ihren Hufen auf ihm herum. Der erste Schrei des Raubtiers hallte voller Schmerz und Ohnmacht. Drei weitere Büffel trennten sich von der Herde und setzten die Verfolgung fort, wobei sie die Löwen an den Rand des Gebüschs drängten. Einer steckten stehen, drehte den Kopf und in diesem Moment kam der entscheidende Schlag. Die übrigen Löwen flohen, ohne sich umzusehen. Der Hinterhalt war fehlgeschlagen. Sie waren nicht nur mit leeren Händen davongekommen, sondern hatten auch einen Verlust erlitten. Einer der ihren lag für immer auf der Wiese, einem Ort, an dem jeder Angriff seinen Preis hatte. Die Büffel verfolgten ihn nicht. Sie drehten sich einfach um und bildeten einen Kreis um das verletzte Kalb, das von seiner Mutter sanft an der Wange geleckt wurde, als wolle es ihn trösten. Rotes Blut breitete sich auf seinem hellbraunen Fell aus, ein Zeichen des Überlebens und Beweis einer unzerbrechlichen Verbindung. Als die Nacht hereinbrach, wurde es still auf der Wiese. Die Büffelherde setzte ihren Weg fort, ruhig, majestätisch und gelassen, als wäre der Kampf, der gerade zustande gekommen war, nur ein kleiner Teil ihres endlosen Kampfes ums Überleben in dieser wilden Welt. Es gibt keine Helden und keine Schurken, nur Lebewesen, die gezwungen sind zu kämpfen, zu leben, zu beschützen und ihre endlose Reise durch das glühend heiße Land namens Afrika fortzusetzen. Kappbüffel brüllen nicht. Und vielleicht ist deshalb die Erfolgsquote bei der Büffeljagd so viel geringer als bei anderen Beutetieren. Ein einziger Stoß eines ausgewachsenen Büffels kann einem Löwen die Rippen brechen. Eine vereinte Büffelherde kann die Jagd für den Jäger zu einer Tragödie werden lassen.
Man kann vielleicht einen jungen Büffel stolpern sehen, aber man wird ihn nicht zurückgelassen sehen. Man kann vielleicht einen verwundeten Büffel sehen, aber man wird auch andere sehen, die eine Mauer um ihn herum bilden. Und wenn einer von ihnen fällt, sieht das die ganze Herde und erinnert sich daran. Haben wir Menschen, die zivilisierteste Spezies, diese Einheit noch? Wissen wir noch, wie wir uns gegenseitig verteidigen können, wie die Kabbüffel, die ein Löwenrudel angreifen, um ein einziges Kalb zu retten? Bevor die Sonne über dem Horizont aufgeht, erwacht die afrikanische Savanne zum Leben. Das trockene, goldfarbene Gras wiegt sich sanft im Wind, als wolle es alle daran erinnern, dass der Kampf ums Überleben hier niemals aufhört, selbst in den ruhigsten Momenten nicht. Der unbesiegbare Krieger der afrikanischen Savanne. In dieser scheinbar unbewegten Landschaft bewegt sich eine robuste Gestalt lautlos. Mit gesenktem Kopf, der Schnauze dicht über dem Boden und den Ohren, die ständig in alle Richtungen zucken, sucht ein einsames Wildschwein nach Ruseln und getrockneten Knollen, die in der rissigen Erde zurückgeblieben sind. Es ist nicht so schön wie eine Antilope und nicht so majestätisch wie ein afrikanischer Elefant. Aber in dieser unerbittlichen Wildnis hilft Schönheit niemandem zu überleben. Nur Instinkt und Hartnäckigkeit ermöglichen es, Tag für Tag weiterzumachen. Wildschweine brauchen nicht viel. Ein paar Ruseln und etwas weiches Fleisch reichen für einen Morgen. Aber es gibt nicht immer Nahrung und es ist nicht das einzige Tier, das danach sucht. In einem niedrigen, dornigen Busch, einige 100 Meter entfernt, lag eine Löwin im Schatten geduckt. Ihr Körper war vom Hunger ausgemergelt und ihre Jungen warteten in der Höhle. Heute durfte sie nicht mit leeren Händen zurückkehren. Die Jungen waren hungrig und das Überleben der ganzen Herde hing von einer einzigen Beute ab. Seit dem frühen Morgen beobachtete sie das Wildschwein. Es war allein, vertieft in sein Fressen. Ohne Herde, ohne Jungtiere, die es folgten, ohne Fallen oder andere Raubtiere in der Nähe. Es war das ideale Ziel. In der Ferne, auf einem kahlen Hügel, genoss eine Herde Mangusten die Morgensonne.
Sie sind die kleinsten, aber wachsamen Bewohner der Savanne. Als eines der Tiere den Kopf hebt und ein Geräusch von sich gibt, hält die ganze Herde sofort inne und richtet ihren Blick auf die Bewegung. Die Jagd des Löwen steht kurz bevor. Sie begann sich zu bewegen. Sie duckte sich und schritt leichtfüßig durch das hohe Gras, fast unsichtbar. Das Wildschwein gräbt weiter in einem Stück trockener Erde. Es bemerkt noch nichts. Doch dann in einem Augenblick ändert der Wind seine Richtung. Es bleibt stehen. Es spitzt seine Ohren. Seine Augen bewegen sich schnell. Der Geruch von altem Blut und Tierhaaren erfüllt seine Nüstern. Seine Vorderbeine spannen sich an. Ihre schweren Schritte zertreten das trockene Gras mit jedem lautlosen Schritt. Die Mangustenherde ist immer noch da. Ihre schwarzen Augen beobachten, ohne zu jubeln, ohne zu spotten. Nur als Zeugen. Wie es die Savanne seit Tausenden von Jahren getan hat. In der Ferne, wo die Sonne am Horizont schien, befand sich eine kleine Felshöhle, versteckt zwischen den Büschen. Die Höhle der Löwen. Man hörte leises Wimmern, die Jungen waren hungrig. Ihre kleinen Augen suchten nach der Rückkehr ihrer Mutter. Aber an diesem Morgen würde sie nichts mitbringen. Sie verschwand in den Schatten, mit leeren Händen, nur den Geruch der Niederlage und Stab mit sich tragend. Die Savanne wurde wieder still, als hätte es nie eine Verfolgungsjagd gegeben. Das Wildschwein blieb für einige Sekunden regungslos stehen. Dann bückte es sich zum Gras hinunter und kaute weiter an einem Stück trockener Wurzel. Niemand applaudierte. Es gab keine Trompeten und keine Trommeln.
Nur die Stille der Kreaturen, die länger gelebt hatten, als der Klang des Applauses. Und in dieser Welt war das Überleben Sieg genug. Nach einer spannungsgeladenen Verfolgungsjagd am Morgen, nach dem fehlgeschlagenen Angriff der hungrigen Löwen, nach den heftigen Schlägen, die den Jäger zum Rückzug zwangen, stand das Wildschwein immer noch aufrecht. In der Savanne gab es keine Feierlichkeiten. Es eilte nicht davon. Es blieb einfach ein paar Sekunden stehen, senkte dann seinen Kopf und kaute weiter an der trockenen Wurzel. In dieser Welt ist die Ruhe nach dem Sturm eine Überlebensfähigkeit, und er hat sie gemeistert. Was den Warzenschweinen geholfen hat, Millionen von Jahren harter Evolution zu überleben, ist ihre Anpassungsfähigkeit, die in jedem Detail ihres Körpers verankert ist. Ihre langen, gebogenen Stoßzähne, die manchmal bis zu 25 Zentimeter lang sind, dienen nicht nur als Verteidigungswaffen, sondern auch als effektive Werkzeuge zum Graben. Die harten felsartigen Auswüchse, die beiderseits ihrer Wangen hervorstehen, helfen ihnen, Stöße abzufangen, wenn sie mit Artgenossen oder Feinden konfrontiert sind, wie eine biologische Rüstung, die niemals abfällt. Ihre Haut ist dick, rau und fast haarlos, eine perfekte Struktur, um unter der afrikanischen Sonne Wärme abzuleiten, ohne Schatten zu benötigen. Alles, was am Körper des Warzenschweins grob erscheint, ist in Wirklichkeit das Ergebnis von Millionen von Jahren natürlicher Selektion. Und es lebt nicht aufwendig, es kämpft nicht für Territorium und verschwendet keine Energie auf unnötige Aktivitäten. Warzenschweine nutzen die Höhlen anderer Tiere, oft Stachelschweine oder Erdwölfe, wieder und vergrößern und verstärken sie, sodass sie zu gut versteckten Festungen werden. Bemerkenswert ist, dass sie sich immer mit dem Schwanz voran in den Bau schleppt. Das ist nicht deshalb so, weil es eigenartig ist, sondern weil es intelligent ist. Wenn sich ein Feind an dem Eingang nähert, trifft er zuerst auf die gebogenen, scharfen Hauer des Schweins und nicht auf seinen weichen, wandbaren Rücken. Die Nahrung des Wildschweins besteht aus altem Gras, trockenen Baumwurzeln, verfaulten Knollen und sogar getrocknetem Kot von Antilopen oder Wildbüffel. Alles, was essbar ist, ist für sie geeignet. Sie sind Allesfresser, aber keine Verschwender.
Sie kennen ihre Grenzen und wählen ihre Nahrung sorgfältig aus. Was eine Form natürlicher Weisheit ist. Wenn die Trockenzeit ihren Höhepunkt erreicht, wenn die Antilopenherden Hunderte von Kilometern weit abwandern und wenn der letzte Fluss nur noch ein stinkender Sumpf ist, bleiben die Warzenschweine zurück. Nagen an Baumwurzeln, trinken Tau und warten auf die ersten Regenfälle der Saison. In einer Welt, in der Macht oft an Kraulen und Geschwindigkeit gemessen wird, gibt es Lebewesen, die einen anderen Weg wählen. Sie leben lange, still, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, aber auch ohne leicht ausgerottet zu werden. Das Warzenschwein ist eines dieser Lebewesen. Es ist nicht außergewöhnlich intelligent. Es ist nicht mit atemberaubender Geschwindigkeit ausgestattet. Es wird nicht von einer großen Herde geschützt. Aber mit Instinkt, Hartnäckigkeit und einigen gut platzierten Schlägen überlebt es Tag für Tag, Trockenzeit für Trockenzeit. Wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, sieht die Savanne anders aus, angespannt, hart und schwer. Nur wenige Lebewesen sind zu dieser Zeit im Freien aktiv. Die Hitze senkt sich wie eine unsichtbare Schicht aus Feuer, die den Boden bedeckt. Das Gras ist verdorrt und verbogen, die Luft ist ruhig. Das Wildschwein weiß, dass es seinen Körper kühlen muss, wenn es unter der Mittagssonne weiter nach Futter suchen will. Und es weiß genau, wohin es gehen muss. Es biegt in einen vertrauten Weg ein und geht zu einer kleinen Vertiefung im Boden, wo sich noch eine Schlammpfütze von den spärlichen Regenfällen früherer Tage befindet. Ohne zu zögern steigt es hinab und taucht seinen halben Körper in den weichen Boden. Dann legt es sich langsam hin, dreht sich um, kratzt mit der Schnauze und dem Rücken im Schlamm und reibt ihn in seine Gelenke, seine Mundtaschen und sogar seinen dünnen Schwanz. Schlammschichten haften wie eine dünne Schicht an seinem Körper, schützen, kühlen und entlasten seine Haut von der Hitze der Sonne. Aber der Schlamm konnte nicht alles bedecken. Die winzigen Parasiten klebten weiterhin an seinen Ohren, Achselmüllen und den Falten unter seinem Bauch. Sie saugten Blut, übertrugen Krankheiten und ermüdeten den Körper noch mehr. Und dann kam der vertraute Pflegedienst. Nicht weit entfernt sonnte sich eine Herde Mangusten. Klein, flink und in Gruppen lebend, sie sind unverzichtbare Bewohner der Savanne. Mit ihren schlanken Körpern, kurzen Beinen, hohen Steuern und intelligenten, stets wachsamen Augen
sind Mangusten perfekt für das Leben im niedrigen Gras geeignet. Sie sind schnell, wendig und vor allem wachsam. Jedes einzelne Tier hat eine Rolle in der Herde: Jäger, Wächter und Führer. Im Gegensatz zu vielen kleinen Fleischfressern, die alleine leben, leben Mangusten in einer komplexen und stabilen sozialen Struktur. Sie machen alles gemeinsam, von der Nahrungssuche und der Aufzucht ihrer Jungen bis hin zum Ausruhen und sogar dem Verstecken vor Raubtieren. Mangusten haben eine abwechslungsreiche Ernährung, die von Insekten, Larven, Skorpionen und kleinen Schlangen reicht, bis hin zu Vogeleiern, Wildfrüchten und Aas. Was sie jedoch besonders bemerkenswert macht, ist ihre Gewohnheit, größere Tiere zu säubern. Oftmals wurde beobachtet, wie Mangusten auf den Rücken von wilden Büffeln, Antilopen und sogar Nashörnern und Wildschweinen kletterten, um Zecken, Flöhe und andere Parasiten zu fangen, die sich unter ihrer dicken Haut verstecken. Es handelt sich um eine einfache, aber effektive symbiotische Beziehung. Die Kleinen erhalten proteinreiche Nahrung, während die Großen sich reinigen lassen, ohne Energie zu verbrauchen. Niemand gewinnt und niemand verliert. So wie heute. Als die Wildschweine nach einem hektischen Vormittag im Schlamm lagen, um sich abzukühlen, trennten sich einige Mangusten von der Herde und näherten sich, als würden sie sich schon lange kennen. Ohne jede Scheu kletterten sie mühelos auf den Rücken der Wildschweine und begannen ihre Arbeit als engagierte Pflegetechniker. Jede kleine Kralle kratzt sanft den trockenen Schlamm ab. Jeder kleine Zahn entfernt die dicken Zecken und Larven, die sich tief in der faltigen Haut verstecken. Die Wildschweine liegen regungslos da, die Augen halb geschlossen. Inmitten der sennenden Hitze und mit Schlamm bedeckten Körpern ist es wahrscheinlich das einzige Erlebnis, das sie wirklich entspannt, wenn sie von diesen kleinen Krallen gereinigt werden. Die Trockenzeit geht langsam in die ersten Regenfälle über. Der Himmel über der Savanne öffnet sich mit Blitzen und schüttet dann Wasser über die ausgetrockneten Graslandschaften. Innerhalb von wenigen Tagen wird die Erde schwarz und feucht und das Gras beginnt grün zu sprießen, wie ein erfülltes Versprechen. Für die Wildschweine ist dies ein Zeichen dafür, dass die Paarungszeit begonnen hat. Das Wildschwein, das vor Jahren die Begegnung mit der Löwin überlebt hat, ist nicht mehr allein. Es hat sich in den ersten Wochen der Regenzeit gepaart. Und jetzt in einem tiefen Bau unter einem vertrauten Erdhügel wächst jeden Tag ein Wurf kleiner Frischlinge heran.
Sie sind erst wenige Wochen alt, haben kleine Körper, weiches braunes Fell, kurze Beine und Schwänze, die wie kleine Antennen gekräuselt sind. Jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, holt die Muttersau ihre Jungen aus dem Bau und bringt ihnen bei, wie man Erde gräbt, an Baumwurzeln knabbert und die Warnrufe der nahegelegenen Mangustenherde erkennt. Die Savanne ist in der grünen Jahreszeit voller Leben. Aber dann sind auch die blutrünstigen Raubtiere gefährlicher denn je. Und dann bringt das Schicksal ein bekanntes Gesicht zurück. Die Löwin von vor Jahren. Sie jägt nicht mehr allein. Jetzt sind ihre Schwestern an ihrer Seite, agil und voller Kraft. Der Hunger in ihren Augen war derselbe, aber dieses Mal waren ihre kleinen Opfer die kleinen Wesen, die hinter der Muttersau standen. Eines Nachmittags, als die Ferkel im weichen Gras spielten, herumhüpften, sich wälzten und sich gegenseitig mit lauten Schreien in den Schwänzen knabberten, blickte die Muttersau auf. Sie spitzte die Ohren, der Wind drehte. Der Geruch von Blut und Fleisch kam von weit her. Es dauerte nur eine Sekunde, bis sie es begriff. Die Ferkel rannten sofort zum Eingang der Höhle, wie sie es jeden Tag gelernt hatten. Die Mutter rannte nach hinten, versperrte den Weg brüllte und schleuderte mit ihren Reißzähnen Erde in die Luft. Gerade als die Löwen auftauchten und vorwärts stürmten, wurde der Eingang der Höhle zur Frontlinie. Die Löwen kamen nicht herein, sie begannen zu graben. Ihre Krallen kratzten den trockenen Boden auf und wirbelten Staub auf. Die Schlammschichten wurden aufgewühlt. Die Sau wartete nicht, bis sie umzingelt war. Sie drehte sich um und trat mit ihren Hinterbeinen wiederholt gegen den Höhleneingang, wobei sie Erde direkt auf die Jäger schleuderte. In den unterirdischen Höhlen der Savanne hatte die Muttersau einen Fluchtweg vorbereitet. Einen kleinen, schräg gegrabenen Seiteneingang, versteckt zwischen Büschen oder Erdspalten. Die Muttersau führte ihre Frischlinge durch den dunklen Tunnel. Dann schossen sie durch den Seiteneingang aus dem Boden und rollten über die grasbewachsene Ebene. Aber etwas lief schief. Als die Frischlinge aus dem Boden schossen, war der Aufruhr so groß, dass die Löwen sie sofort sahen. Hinter dem Hügel schossen goldene Schatten wie Kugeln nach vorne. Und die Verfolgung begann.
Als die Löwen sich zurückzogen und ihren Hunger und den Schmerz der Niederlage mitnahmen, kehrte die Savanne zu ihrer vorgetäuschten Ruhe zurück. Eine sanfte Äbenbrise wehte über das vergilbte Gras, und der Boden trug immer noch die Spuren der Krallen und der hektischen Verfolgungsjagd. Die Sau und ihre Jungen kehrten langsam in ihren Bau zurück. Als die Nacht hereinbrach, verschwand die ganze Familie unter der Erde. Am Eingang der Höhle blieb nur noch ein Grashalm übrig, der sanft in der Savanne hin und her schwankte. Das letzte Licht verschwand und hinterließ eine tiefbronzefarbene Prärie. Und in dieser Dunkelheit ging ein weiterer Tag des Überlebens zu Ende.